Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Eines Tages sagte ein Hahn zu einer Henne: Es ist Zeit, dass unsere Nüsse reif sind. Lass uns gemeinsam auf den Hügel gehen und uns satt essen, bevor das Eichhörnchen alle wegnimmt. Ja, antwortete die Henne, lass uns gemeinsam Spaß haben. Also gingen sie zum Hügel und verbrachten dort einen hellen Tag bis zum Abend. Ich bin mir nicht sicher, ob sie zu viel gegessen haben oder ob sie stolz wurden, aber sie wollten nicht nach Hause laufen. Der Hahn musste eine kleine Kutsche aus Nussschalen bauen. Als sie fertig war, setzte sich die Henne hinein und sagte zum Hahn: Du kannst sie einfach ziehen. Das gefällt mir nicht, sagte der Hahn. Ich gehe lieber zu Fuß nach Hause, als sie zu ziehen. Das ist nicht unser Abkommen. Ich habe kein Problem damit, der Fahrer zu sein und oben zu sitzen, aber ich werde sie selbst nicht ziehen. Während sie stritten, quakte eine Ente: Ihr Diebe! Wer hat euch gesagt, ihr dürft auf meinen Nusshügel gehen? Dafür werdet ihr bezahlen. Der Hahn hatte keine Angst und stürmte auf die Ente zu. Er kämpfte tapfer und verletzte sie schließlich mit seinen Krallen, so dass sie um Gnade bat und zustimmte, die Kutsche als Strafe zu ziehen. Der Hahn nahm dann seinen Platz oben als Fahrer ein, und sie sausten los, während er sagte: Ente, geh so schnell du kannst. Während ihrer Reise trafen sie zwei Reisende, eine Stecknadel und eine Nadel. Sie riefen: Halt! Halt! Es wird bald dunkel, und wir können nicht weiter. Der Weg ist unwegsam, können wir eine Weile in eurer Kutsche mitfahren? Sie waren in der Kneipe des Schneiders gewesen und hatten zu lange Bier getrunken. Da sie klein waren und nicht viel Platz einnahmen, ließ der Hahn sie hinein, aber sie mussten versprechen, nicht auf seine oder die Füße der Henne zu treten. Später am Abend erreichten sie eine Herberge. Sie wollten nicht in der Nacht reisen, und die Ente war müde und wankte ständig, also entschieden sie sich zu bleiben. Der Wirt war zunächst zögerlich. Sein Haus war voll, und er dachte, sie wären keine wichtigen Gäste. Aber als sie ihm das Ei anboten, das die Henne unterwegs gelegt hatte, und sagten, er könne die Ente behalten, die jeden Tag ein Ei legte, stimmte er schließlich zu, sie über Nacht bleiben zu lassen. Sie genossen ihr Essen und hatten eine tolle Zeit. Früh am nächsten Morgen, während alle noch schliefen, weckte der Hahn die Henne, brachte ihr das Ei, brach es auf, und sie aßen es gemeinsam, während sie die Schale auf den Herd warfen. Dann gingen sie zur schlafenden Nadel, nahmen sie am Kopf und steckten sie in die Polsterung des Stuhls des Wirts. Die Stecknadel steckten sie in sein Handtuch, und dann flogen sie über die Heide davon. Die Ente, die gerne draußen schlief und im Hof geblieben war, hörte sie gehen. Sie war glücklich und fand einen Bach, in dem sie schwimmen konnte, was eine viel schnellere Art zu reisen war, als in einer Kutsche gezogen zu werden. Der Wirt stand erst nach 2 Stunden aus dem Bett. Als er sich wusch und versuchte, sich abzutrocknen, flog die Stecknadel über sein Gesicht und hinterließ eine rote Linie von einem Ohr zum anderen. Dann ging er in die Küche, um sich eine Pfeife anzuzünden, aber als er den Herd erreichte, traf ihn die Eierschale ins Auge. »Alles stört mich heute Morgen«, sagte er und setzte sich wütend in den Stuhl seines Großvaters. Aber er sprang schnell auf und rief: »Oh nein!« Denn die Nadel hatte ihn noch schlimmer gestochen als die Stecknadel, und zwar nicht am Kopf. Jetzt war er sehr wütend und vermutete die Gäste, die am Vorabend spät gekommen waren. Als er nach ihnen suchte, waren sie verschwunden. Er beschloss, fortan keine Lumpen mehr in seinem Haus übernachten zu lassen, weil sie viel aßen, nichts bezahlten und dafür fiese Streiche spielten.
Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.